Ein Video des niedersächsischen Verfassungsschutzes zum Thema Stolzmonat auf der Plattform X sorgt derzeit für Diskussionen. In dem Tweet wird per Video der sogenannte Stolzmonat für demokratiefeindlich erklärt. Die rechte Szene hatte wiederholt zu einem solchen Stolzmonat aufgerufen, als Gegensatz zum Pride Month der queeren LGBTQ+-Bewegung. Das wird in dem Erklärvideo kritisiert. Nun aber melden sich Verfassungsrechtler wie Volker Böhme-Nessler zu Wort, die das Video des Verfassungsschutzes als rechtswidrig bezeichnen. Es würde die Verfassung verletzen. Der Stolzmonat sei grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, so der Verfassungsrechtler. Bei mir im Studio ist der Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt. Ulf, schön, dass du heute da bist. Ja, also der niedersächsische Verfassungsschutz als staatliche Institution, hat der jetzt möglicherweise mit diesem Erklärvideo in Anführungszeichen den Bogen überspannt? Naja, also wir haben ja den besten Verfassungsrechtler gerade schon gehört. Er sitzt ja auch oft genug hier. Und ich teile seine Einschätzung ohne die juristischen Begrifflichkeiten. Ich glaube, die politische Bildung oder die politische Beeinflussung der Bürger gehört nicht zum Auftrag des Verfassungsschutzes. Wir haben da auch eine Anfrage gestellt an den niedersächsischen Verfassungsschutz. Und da wurde so argumentiert, dass es eben eine mögliche Interpretation dessen sein könnte, was ein Verfassungsschutz tut. Ich finde, es gibt ja im Augenblick genug Dinge, um die sich ein Verfassungsschutz kümmern kann. Stichwort, wir erleben auch heute wieder, dass offenkundige Feinde des Westens, Feinde der Freiheit und Feinde unserer Verfassung Universitäten in Berlin besetzen, dass denen dann ein Rederecht im Senat eingereicht wird. Das ist spektakulär. In Niedersachsen. In Niedersachsen, dass man so etwas wie den Stolzmonat unappetitlich findet, dafür habe ich jedes Verständnis. Aber diese Fokussierung auf sozusagen so eine Minderheitenpolitik und auch das sozusagen zum politisch Wünschenswerten via Verfassungsschutz zu erklären, erscheint mir fragwürdig. Jetzt ist aber die rechtsextreme Szene durchaus queerfeindlich eingestellt. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran. Die Frage ist jetzt ja auch, stecken denn hinter diesen Initiatoren des Hashtags Stolzmonat tatsächlich Rechtsextreme? Naja, das ist ja Sache gewissermaßen zweier Ermittlungsformen. Wenn der Verfassungsschutz belegen kann, dass diejenigen, die das machen, dann geht man gegen die vor mit den Mitteln, die der Verfassungsschutz hat. Ehrlich gesagt kann es auch Aufgabe von Journalisten sein, zu gucken, wer das so tut. Es kann aber nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, zu definieren, was wir jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt sehen und oder auch nicht. Da muss es konkrete Ermittlungen geben, einen Verdachtsfall, und da muss man es entsprechend einleiten. Das heißt, eigentlich ist der Verfassungsschutz einfach nur der falsche Initiator, Auftraggeber dieses Videos. Wenn es jetzt irgendwie eine NGO gewesen wäre, dann wäre das im Grunde nicht zu kritisieren. Ja, natürlich. Ein NGO kann mehr oder weniger machen. Wir leben in einer liberalen, freien Gesellschaft. Wir leben in einer liberalen Demokratie. Das heißt, jede NGO, die sich daran stößt, dass es nationalistische Truppen gibt, die auf Social Media und auch sonst so etwas wie einen Stolzmonat etablieren wollen, natürlich kann man dagegen vorgehen. Die Frage ist, das ist ja Steuergeld finanziert. Verfassungsschutz hat, das habe ich ja versucht mit meiner kleinen Bemerkung anzudeuten, hat ja genug zu tun im Augenblick. Wir haben ein Erstarken des Linksradikalismus, wir haben ein Erstarken des islamischen Antisemitismus, wir haben das Erstarken von rechtsterroristischen Umfeldern. Kurzum, da ist genug getan, dass man sich solche Videos, die so ein bisschen an so ein Funkvideo erinnern, eigentlich sollte man dafür keine Zeit haben. Und es wirkt auch so, als tut sich der Verfassungsschutz ein bisschen schwer mit der Fokussierung. Und vielleicht um das größere Bild des Verfassungsschutzes, wir hatten mit Maaßen einen Chef des Verfassungsschutzes, der rückblickend möglicherweise zu weit rechts war. Wir haben mit Haltewang jetzt jemanden, der in manchen Statements und Fotos mit der Regenbogenfahne so ein bisschen wirkt, als wäre er zu links. Und man erwartet eigentlich die Neutralität des Verfassungsschutzes auf beiden Augen gleich wachsam zu sein, wäre zumindest als Nicht-Jurist und Nicht-Verfassungstheoretiker, sondern als jemand, der die Berliner Republik als Journalist sehr genau anguckt. Das wäre meine Erwartungshaltung.